Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute starten wir direkt mit neuen News um SF-Game. Ja, Valentinstag steht vor der Tür und dort haben wir auch direkt einen Artikel hier im Forum. Und zwar schreibt der internationale Community Manager Cotti: Hallo meine Lieben, am Sonntag ist es soweit. Es ist Valentinstag für alle Pet-Freunde. Bedeutet das natürlich, dass Feuerpet Flossnessel nun wieder in der Scarpa-Region findbar ist, sofern ihr ihn noch nicht erkundet habt natürlich. Ne? Aber das ist natürlich noch nicht die Überraschung, die ich Mittwoch benannt habe. Natürlich nicht, wenn ihr mindestens Stufe 10 seid. Am 14.02. zwischen 0 Uhr und 23:59 Uhr unserer mitteleuropäischen Zeit zum Pilzdealer geht und unter Coupon dann Valentine21 eingebt, gibt es eine kleine, aber feine Überraschung für euch. Ja, und damit ist wahrscheinlich wieder mal ein Epic gemeint, ne? Weil bei Christmas, ich glaube, es war Christmas 20, war glaube ich der letzte Code zu Weihnachten, den wir bekommen haben. Ja, und dann braucht ihr einfach nur hier dann Valentine21 eingeben, ne? Geht hier zum Pilzdealer und dann auf Coupon und hier könnt ihr dann euren Code einlösen und dann solltet ihr dann ja, ich denke mal, ich gehe mal wirklich stark von aus, dass es wieder ein Epic sein wird. Könnte natürlich auch was anderes sein, muss nicht unbedingt ein Epic sein, vielleicht auch Pilze oder so. Ich weiß es nicht, ob die da ein bisschen variieren oder es halt eben nicht machen. Ja, keine Ahnung. Werden wir ja dann sehen, wir lassen uns überraschen, was es sein wird. Ich, wie gesagt, gehe persönlich mal stark von aus, dass es wieder mal ein epischer Gegenstand werden wird. Aber wie gesagt, könnte halt auch gut sein, dass es ja genauso gut ein paar Pilze sind oder keine Ahnung, was weiß ich. Ne, lassen wir uns überraschen. Gut, wir haben es ja jetzt gerade Event. Ne? Wir haben es einmal hier Tag des heißen Eisens Event und Epic Kaufrausch Event, also quasi ein Epic Event sozusagen. Ne? Das ist ein ganz normales Epic Event, nur dass halt ein paar mehr Sachen aktiv sind als bei den letzten Events. Ich hatte euch ja im letzten Video war das, oder ich glaube im vorletzten Video, also auf jeden Fall in dem Infovideo vorgelesen, was es nun damit auf sich hat. Hier ansonsten beim Wirt sieht man das halt nochmal ganz genau, was jetzt nun alles aktiv ist. Ne? Arkane Splitter und Metalle können bei Abenteuern gefunden werden. 15 statt 5 Zerlegpunkte beim Schmied. Ja, wer es braucht. Zweimal Arkane Splitter oder doppelt so viele Arkane Splitter beim Würfelspieler und doppelt so viele Splitter beim Glücksrad. Und hier haben wir 5-fache Chance auf Epic Items im Zauber- und Waffenladen. Pet König kann während des Events gefunden werden. Auch schön, dass sie hier jetzt die Pets aufgelistet haben, die man finden kann in der Zeit jetzt. Ne? Und ja, ich bin mal gespannt. Kristalle können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Ist einer meiner Lieblingswährungen hier, wenn nicht sogar mit die Lieblingswährung, die man jetzt hier beim Würfelspieler erhalten kann. So, alles andere macht für mich ja jetzt, wie ihr ja schon wisst, mittlerweile keinen Sinn mehr. Ressourcen machen keinen Sinn. Das Einzige, was für mich Sinn macht, ist ja Gold, Kristalle oder halt eben die Sanduhren. Würde aber immer die Kristalle vor den Sanduhren bevorzugen, weil von den Sanduhren bekommt man immer wieder welche, so, ne? Und jetzt vor allen Dingen mit den neuen Events bekommt man halt nochmal mehr. Deswegen hoffen wir mal ganz stark auf ein paar Kristalle. Aber auf dem Account soll es hier wohl erstmal nicht sein. Wir werden die anderen Accounts auch nochmal durchgehen. Bevor das ist, da erstmal dreimal geschickt skillen hier, damit wir uns die XP abholen. Ja, um mal zu schauen, ob wir vielleicht mal heute 5-mal so viele Kristalle oder mal 5 Kristalle bekommen. Wir schauen mal im Glücksrad, was wir hier bekommen. Deswegen skippe ich das nicht so schnell durch, sondern schauen mal erstmal, ob wir hier Kristalle mal einmal rauskriegen. Sieht aber nicht gut aus. Ja, wir haben kein einziges Mal Kristalle bekommen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ja. Gerade auf meinem Main so, ne, da hätte ich gerne mal geguckt, was man jetzt hier vielleicht rausbekommen kann aus dem Glücksrad. Gut, dann müssen wir mal auf den anderen Account schauen. So, ne. Und ja, das meiste haben wir jetzt sowieso hier erstmal fertig. Gucken wir erstmal hier. Ja, oh, hier fangen wir schon direkt 3-mal an mit ja, Kristalle. Das ist natürlich ein ganz cooler Auftakt. So, 500 Stück jetzt einfach schon. Ja, ganz nice. Kann man sich natürlich auch wieder hochrechnen, was man hier rausbekommen könnte. So, ne? Und ja, ich möchte es aber ganz gerne einmal so direkt sehen.
Ne? Nehmen wir einmal die Sanduhren mit. Okay. Kann ich mir nicht entgehen lassen. Ja. Oh, die Seelen kann ich mir auch nicht entgehen lassen. Gut, dann müssen wir auch hier auf die Kristalle verzichten. Vielleicht Glücksrad. Ja, doppelt so viel. 230. Okay. Wir skippen weiter durch und schauen auf den nächsten Server. Ja. Vielleicht können wir hier mal ja, ein paar mehr Kristalle bekommen. Die Kristalle sind ja immer fix vom Wert her. Deswegen ist das egal, welches Level man hat beim Würfelspieler. Man bekommt ja mit jedem Level gleich viele Kristalle. So, ne? Ja. Ich glaube, ich hatte jetzt kein einziges Mal 4-mal Kristalle, sondern nur 3-mal. Ja. Ist natürlich ein bisschen schade. Ich würde mir da schon ein bisschen mehr wünschen jetzt gerade zum Event. Ne? Aber gut. Soll nicht sein. Ja, 3-mal ist das höchste der Gefühle. Auch hier gehen wir zum Glücksrad. Aber hier drehen wir natürlich nicht so häufig. Und dann nochmal kurz auf den Server hier und schauen nochmal, ob wir hier vielleicht ein bisschen mehr Glück haben mit den Kristallen. Ja, zumindest wenigstens einmal wenigstens 4-mal Kristalle. Das wäre schon sehr cool, wenn wir das einmal bekommen würden. Ja, auch wieder 3-mal, das ist nicht gut. Ich meine, gut, das ist nicht gut. Das heißt, es ist halt ne, doppelt so viel, also wie bei den normalen Tagen so, ne? Aber ja, man wünscht sich schon ein bisschen was anderes zum Event. Ja, gut, okay, dann soll es halt wirklich nicht sein. Ne? Da ist das so, vielleicht haben wir morgen ein bisschen mehr Glück. Auch hier bekommen wir nicht so viel. Ja, ich habe jetzt hier einmal durchgedrückt hier mein Glücksrad. Mache ich sonst normalerweise auf dem Server auch nicht. Ja, aber leider eben schade, dass wir da nichts bekommen haben. Wie gesagt, wir schauen mal morgen nochmal rein, ob wir da ein bisschen Glück haben mit den Kristallen. Wäre auf jeden Fall ganz cool, weil gerade Kristalle brauche ich sehr. Das ist halt sehr, sehr nützlich auf meinem Main. Das ist noch so, wie gesagt, die einzige Ressource, die ich so benötige vom ja, Würfelspieler, ne? Damit man noch so ein bisschen ja, sein Equipment verbessern kann. Ne? Das ist halt relativ hilfreich so. Ne? Und ich finde, persönlich gibt der Würfelspieler auch, ja, abseits von diesem Event recht viele Kristalle. Und deswegen finde ich das umso belohnender, wenn man denn da noch das Ganze verdoppeln könnte. Oh Leute, morgen haben wir hier das erste Pet-Element Feuer komplett gemaxt auf 200. Das ist natürlich auch eine saftige Angelegenheit, ja. Krass, Alter. Da sind wir nur auf 3999, ey. Eine kleine Frucht fehlt noch. Ja, die können wir morgen füttern und dann haben wir hier komplett alle Pets gemaxt auf dem Account hier im Bereich Feuer. Ne? Als nächstes wird dann wahrscheinlich dann Erde kommen. Da haben wir das nächste dann, was wir ja bald ausbauen können oder was wir halt komplett gemaxt haben. Danach dann höchstwahrscheinlich Licht, ne? Gefolgt von Schatten und zu allerletzt dann eben Wasser. Ne? Da habe ich bisher die wenigsten ja, Früchte bekommen, so in dem Bereich, aber ja, gut. Früher oder später wird sowieso alles gemaxt sein, also kein Ding. Und dann vor allen Dingen können wir dann anfangen, hier Früchte zu stacken und haben dann nochmal, wenn wir denn wollen, ne, wir können uns ja die Früchte so lange aufbewahren, wie wir wollen, haben wir immer nochmal eine Quelle, um zusätzliches Gold reinzuholen, über die Tränke halt, ne. Entweder lasse ich die dann halt, ja, bezahle ich meine eigenen Tränke damit und alle anderen könnte man dann halt eben ganz easy verkaufen, so, ne. Ich meine, es war jetzt nicht das größte Goldeinkommen, so, ne. Ja, die Tränke geben jetzt nicht so viel, aber wenn man das regelmäßig durchzieht, auf lange Sicht gesehen, ihr wisst es, da, ja, kann man einiges mit reißen. Man muss halt nur, wie gesagt, eben die Ausdauer dafür haben. Habe ich auf jeden Fall, werde ich machen und werde natürlich mein Bestes geben, um auch hier auf dem Server weiter nach oben zu kommen. Da nutze ich jede Geldquelle, die mir zur Verfügung steht, oder jede Goldquelle, und dementsprechend versuche ich mich dann da weiter hochzuarbeiten. Ne? Wir sind auf dem besten Wege, da hinzukommen, und bin gespannt, wie das noch weiter ausgehen wird. Ansonsten ja, war es das erstmal soweit von mir.
ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.